Clip Teaching Series über das Lied der Lieder, das Hohelied von Salomo oder von der Friedefürst, der sitzt zur Rechten Gottes, nachdem sein Erlösungswerk beendet hat. Und singt dieses ewiges Lied über seine Braut, seine ewige Partnerin, die aus seiner durchbohrten Seite gebracht hat. Und die passt zu ihm genau auf das Ebene, weil wir sind seine Schwester, alle von demselben Vater geboren, mit derselben DNA, von der Sohn Gottes, von Gott in uns. Was für ein großes Geheimnis, aber es ist wahr und Gott enthüllt es für uns, damit wir in unserer wahren Bestimmung und Identität leben können und auch, dass Gott offenbart uns das A und das O, das Anfang und das Ende von seiner Geschichte. Und so ich hoffe und bete und mache diese Series, dass dieses ewige Lied und das fortschreitende Herz der Braut von Herrlichkeit zu Herrlichkeit dein Lied wird. Weil die Bibel sagt, der Herr ist mein Lied und meine Kraft. Und ein Lied gibt uns Kraft. Lieder und singen und loben und preisen und jauchzen und jubeln. Wow! Ist die Tür in die Gegenwart Gottes. Und so, wir sind auf diese herrliche Offenbarung, die Beziehung zwischen der Geist und die Braut. Und das ist wirklich jetzt, der Bräutigam sieht, dass ihre geistlichen Augen werden mehr und mehr geöffnet. Und sagt zu ihr, siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön. Deine Augen sind Tauben. Lass das noch einmal hinein in dir sinken. In den Augen Gottes, du bist schön, du bist das Allerwertvollste, was auf dieser Erde ist. Du bist diese Kohle, die geformt wird zu einem Diamant, das in die ewigen Stadt Gottes, die Brautstadt, immer bei dem Herrn sein wird. Du hast Ewigkeitswert und du bist geliebt ohne Ende. Ich habe dann die letzte Zeit gedacht über dieses wunderschönes Lied, oh, the reckless love of God. I can't earn it. I don't deserve it. Oh, the überfließend, Stärke, alles gebende, reckless love of God. Es findet uns immer. Und so, sagt, wir sind schön. Und jetzt, ich möchte ein bisschen mehr über diese Taubenaugen sprechen. Und wir sehen in Hebräer 1, was diese Augen sind. Die Taubenaugen sind Augen des Glaubens. Und ja, ich möchte, dass ihr alle wisst, ich bin eine Glaubensfrau. Ich bin zu Jesus gekommen durch Glauben und ich bin jeden Tag weiter im Glauben an ihn gegangen, von Glaube zu Glaube. Und der Glaube verbindet uns mit dieser unsichtbaren Dimension. Und hier möchte ich Hebräer 11, Vers 1 lesen. Der Glaube ist nun die Substanz von Dingen oder die Wirklichkeit oder die Verwirklichung und die Grundlage von Dingen, Tatsachen, von Realitäten, die wirklich da sind, geistlichen Tatsachen, Wahrheiten, geistliche Dinge. Der Glaube ist nun die Substanz von Dingen, auf die man hofft. Es ist das Zeugnis oder das Beweis oder das Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht mit diesen Augen. Jetzt, wir haben alle 5 Sinnen. Wir haben Augen, mit denen wir die Realitäten von der sichtbaren Welt schauen. Das ist Substanz. Hoffentlich schaut ihr auf mich. Ich bin wirklich da. Und ja, alle die Sachen, die wir sehen, mit diesen physischen Augen, sie sind real. Aber hier sagt es, der Glaube
ist die Substanz von Dingen, die man nicht sieht mit diesen Augen, aber dein Geist hat Augen. Und so Glaube verbindet uns mit einer Dimension, einem Bereich der unsichtbaren Welt. Und hier möchte ich auch sagen, dass diese unsichtbare Welt, dass diese Realitäten der unsichtbaren Welt, ewig geistliche Welt, ist die erste und oberste Realität. Eigentlich die unsichtbare Welt hat mehr Substanz. Die unsichtbare Welt ist der Basisrealität, weil bevor alles sichtbar erschaffen wurde, war der Unsichtbare. Und wir glauben, dass die Welt wurde geschaffen von der Unsichtbare und der Sichtbare wurde sichtbar. So, hinter uns ist die ewige Welt. Hinter uns oder vor uns oder uns ist die geistliche Welt. Und mit Glauben können wir diese Dinge als Substanz, als Wirklichkeit ergreifen. Und so, wenn sie anschaut, sie fängt an, wirklich hineinzuschauen in die Realitäten des Himmels. Und diese Welt verblasst. Diese Welt ist nicht das Allerwichtigste, das Ende von alles. Da ist eine wirkliche Welt, wo das Thron Gottes ist, der Thron Gottes, wo Jesus das Lamm ist, der Sieger, der Erlöser, wo das Blut auf dem himmlischen Gnadenthron ist. Das ist alles Realität. Das sind auch eine Erbe, das Realität ist, die wir abholen. Und das ist es. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So jetzt, wir sind verbunden mit dem Himmel. Alle diese Helden in Hebräer 11, sie sahen etwas über ihre Zeit hinaus. Abraham sah eine Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und weil er sah eine andere Welt, er verlas Ur und er ging, wo er nicht genau wusste, wo er gehen würde, aber ständig vor ihm war die Vision, die er umarmte. Es gibt eine Stadt, und diese Stadt ist die neue Jerusalem, das himmlische Welt, wo wir alle, diese Brautstadt, gehen. Abraham sah das und deswegen könnte er das Sichtbare verlassen und Gott folgen in diese Welt. Mose in Hebräer 11 sagt, Mose hielt standhaft aus als Seher der Unsichtbaren. Ich liebe das. Mose war 40 Jahre in der Wüste mit ein starrköpfiges Volk, mit einem Volk, die ständig ihn steinigen wollte, ein Volk, die ständig gejammert hat, ein Volk, das ständig gemurrt hat, bei jedem Problem, sie wollte Mose steinigen, aber Mose hielt aus, standhaft aus, diese 40 Jahre, weil er nicht dieses Volk vor seinen Augen hatte. Er hatte den unsichtbaren Gott für seine Augen. Er ging auf den Berg, wo er Angesicht zu Angesicht Gott gesehen hat. Er hat immer Gott gesehen vor seinen Augen und deswegen könnte er immer weitergehen, weil er lebte in andere Dimensionen und andere Quellen. Er hat nicht das Sichtbar überdimensionell groß gemacht. Er hat nicht nur geschaut auf diese murrenden Leute. Er hat auf Gott geschaut und er hat alles getan, was er im Himmel gefangen hat. Das hat er verwirklicht. Er hat den Stiftshütte gebaut. Er hat das Volk 40 Jahre zu dem Platz gebracht, wo sie wirklich in das verheißene Land gehen könnte. Moses hielt standhaft aus. Deswegen, Hebräer 11 ist das Ruhmeshalle von den Glaubenshelden. Die Helden, die wirklich Errungenschaften für Gott gemacht hat, die über diese irdische Bereich möglich waren. Und die Helden, die ausgeharrt haben im Glauben und haben sich nicht gebeugt zu die ganzen Widerstände. 2. Korinther 4, 16 bis 18. Paulus hat genau das Gleiche
Geheimnis in sein Leben. Und man denkt manchmal, dass so geistliche Leiter, sie sind so stark, sie werden nicht ermutigt, oh ja, sie leben wirklich mit so einer Salbung. Aber Paulus offenbart sein Herz in 2. Korinther, das ganze Brief, dass so oft er war am Ende, so oft er war schwach, so oft er war angegriffen, so oft er war am Ende, so oft wusste er keinen Ausweg, so oft wurde er wirklich niedergeschmissen, aber stand immer wieder auf. Und dieser Mann hat genau das Gleiche erfahren wie Abraham, wie Mose, wie alle Leute mit tauben Augen. Sie sehen eine andere Dimension. Sie leben in anderen Ressourcen und Quellen. Das ist, was ich nenne, ein Überwindergeist. Das bedeutet nicht, dass dein Leben perfekt ist. Wie jemand hat mal zu mir gesagt, ja, du kannst singen und preisen, weil du lebst in rosa-roter Glaubenszentrum. Da habe ich gedacht, wenn sie nur wüsste, die Tests, die Anfechten, die Lasten, die Leiter tragen müssen. Ja, was kann ich sagen? Keiner von uns lebt in einer rosa-roten Welt, aber wir können in einer herrlichen Dimension mit Gott leben in unserem Geist, das uns standhaft und befähigt, das Ziel zu erreichen und nicht herunterzukommen. So, 2. Korinther 4, du kannst selber das ganze Kapitel lesen. Es lohnt sich, da ist so viel Geheimnisse drin, aber Paulus sagt, sagt er in Vers 16, deshalb ermatten wir nicht. Er hätte ermattet. Er hatte aufgegeben. Er hätte ohnmächtig sein. Er hätte ungefallen und so weiter. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Er schaute nicht auf die Umstände, nicht auf seine eigene Schwachheit. Er schaute auf das innere Mensch, die der Heilige Geist täglich belebt und erneuert. Tag für Tag. Ich nenne das tägliche Erweckung. Tägliche Erweckung ist möglich. Nicht nur, wenn der ganze Leib Christi erweckt wird. Du musst nicht warten auf Erweckung. Dein geistlicher Mensch, durch den Heiligen Geist, der ständig aufsprudelt und ständig lebendig ist, kann dich Tag für Tag erneuern. Denn das schnell vorübergehende, leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Massen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Leben in anderen Dimensionen, Leben im Glauben, tauben Augen, die Realitäten, die Wahrheiten der geistlichen Dimension sehen und bringen in diese Welt.